Nico hat gut lachen, denn er hat jede Menge Cube-Räder auf Lager. Das war nicht immer so, aber jetzt am 9. Februar, sag mal, diese große Verunsicherung durch die Presse geht, E-Bikes, ich sag mal, schwieriger Absatz und so weiter. Die erste Pleite, habe ich gesehen, Fahrradhersteller und so da ist. Das könnt ihr nicht so ganz nachvollziehen, weil gerade Cube zum Beispiel, also wenn du Marken hast, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, da hast du das Problem nicht, oder? Im Gegenteil, ich glaube, ganz 23 ist schon fast ausverkauft, oder? Naja, ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Wir haben jetzt ja erst Anfang Februar, von daher sind wir froh, dass wir wirklich einiges an Rädern jetzt halt auch da haben, aber die Lager sind zum Teil halt auch ganz gut gefüllt. Hängt einfach damit zusammen, dass es ja im letzten Quartal ein bisschen geschwächelt hat, halt auch gerade Ende des Jahres, und dementsprechend sind wir froh, das ein oder andere Modell jetzt da zu haben. Man kann es nie pauschalisieren, nichtsdestotrotz ist es wichtig, einen guten Job zu machen. Wir stehen einfach halt auch für gute Beratungen, ist uns einfach auch extrem wichtig. Mir persönlich halt auch wichtig. Das Rad muss vernünftig eingestellt an den Kunden rausgehen, weil wir einfach halt ein sehr technisches Produkt haben, was natürlich halt auch sehr beratungsintensiv ist. Ja, da sind wir schon beim Thema, das Cube hier mit einem ganz besonderen Effekt, und allein deswegen müsste man es schon kaufen. Du kommst drauf, Nico? Auf den Schriftzug. Auf den Schriftzug, ja. Genau, richtig. Ja, wir haben so ein Regenbogendesign hier mit integriert. Vom Modell selber sprechen wir über das Reaction Hybrid SLX. Wie bei allen anderen Modellen, in verschiedenen Videos ja auch schon gesagt gehabt, es gibt meist immer 3 verschiedene Farben. Bedeutet, die erste Farbe ist meistens sehr dezent, grau, schwarz oder ähnliches. Das hier ist jetzt mal ein hellerer Farbton in einem Silber gehalten, silbermatt. In der Kombination mit diesem sehr auffälligen Schriftzug halt auch. Das Rad, wie wir es jetzt hier natürlich halt auch haben als SLX-Variante, ist wiederum top ausgestattet, XT-Komponenten, SRAM DB8-Bremsanlage. Das wollte ich nämlich gerade sagen, denn eine SRAM-Bremsanlage siehst du nicht so oft. Nein, die Bremsanlage siehst du nicht so oft. Da fällt so ein bisschen ins Englische. Das war doch gar nicht so lustig, ja, deswegen. Nein, also die DB8 haben wir, oder generell die Bremsanlage haben wir mittlerweile deutlich häufiger verbaut. Liegt natürlich halt auch darin, dass die Liefersituationen in dem Bereich auch immer zum Teil noch schwierig sind. Und von daher aber auch das Rad mit der Bremsanlage top ausgestattet ist. So, eine kleine Preisfrage an Nico Ockenfels, Gründungsjahr von Cube. 1993. Ja. Du weißt, warum ich das weiß? Nee. Steht auf dem Rahmen. Hast du schon gesehen? Wahnsinn. Guck mal hier. Ich hab's im Kopf. Da vorne steht's, also Cube Bikes, established 1993. Cube, ein amerikanisches Unternehmen, muss man sagen, durch und durch. Fahrräder werden in Amerika gebaut, in Ohio, und das Ganze schon 3. Generation. So ist es doch, oder? Genau, spulen einfach nochmal zurück. Deutsches Unternehmen? Richtig, genau. In Waldershof, dementsprechend in Bayern. Sehr interessant, wir waren ja selber beide schon dort. Also die Entwicklung in den letzten über 20, 30 Jahren ist absolut sensationell. Immer wieder bekannt für natürlich ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man immer wieder ganz klar sagen. Und in dem Sinne, mit dem Rad, wie wir es hier natürlich halt auch stehen haben, absolut top. Ja, es gibt hier auch kein Branding, das heißt also irgendjemand hat so ein Rad mal entwickelt und Cube klebt nur einen Aufkleber drauf, machen ja viele, muss man sagen, gerade aus Fernost. Da wird halt ein Modell angeboten, da kann ich ein bisschen was verändern, kriegt das angeliefert. Nein, die werden sogar in Bayern zusammengebaut. Kriegen die Endkontrolle, das aber mit einer Fertigungstiefe, die wirklich seinesgleichen sucht. Unter anderem natürlich Einspeichroboter, die mit dabei sind, die wirklich reproduzierbare Ergebnisse liefern, was auch das Thema Felgen und so weiter angeht. Aber wir haben das ja gesehen, die Fahrräder können auch sehr effizient produziert werden. Deswegen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Cube oft einige hundert, wenn nicht fast 1.000 Euro günstiger als der Wettbewerb. Ja, also Preis-Leistungs-Verhältnis wie in den ganzen Videos, die wir damit drehen, natürlich extrem gut. Die Räder sind trotzdem sehr innovativ. Es ist nicht, wie man früher mal gesagt hat, ja, man nimmt es aus irgendeiner Schublade und schustert es irgendwie billig zusammen. Es gibt eigene Entwicklungsteams, es gibt Testlabore. Also der Aufwand, den Cube dort selber betreibt, ist schon absolut Wahnsinn. Das muss man schon ganz klar sagen. Und natürlich über die vergangenen Jahre extrem stark gewachsen, deutlich mehr Stückzahlen mittlerweile in einem Bereich von 1,3, 1,4 Millionen Räder, schätze ich jetzt mal so grob
ein. Und von daher geben die Jungs und Mädels dort schon richtig Gas. So, wenn man jetzt draußen Leute mal schätzen lassen würde, was kostet dieses Fahrrad, die kämen, glaube ich, nicht auf diesen Preis. Es kostet knapp über 4.000 Euro, 4.099 Euro, wie es hier steht. Sogar die Pedale sind schon mit drin. Und dafür kriegt man jede Menge Gegenwert. Unter anderem eine Bereifung, muss man sagen, die es so oder so ähnlich schon lange nicht mehr gab, sondern hier ein spezielles Modell mit einer ganz tollen Bereifung. Ja, wir haben den Smart Sam jetzt in diesem Jahr mit einem neuen Reifenprofil. Das heißt, der Reifen wird etwas überarbeitet. Die Vorgängerversion wird aber weiterhin auch immer noch verbaut. Also klar, jeder Reifen muss irgendwann mal ein bisschen verändert werden, umstrukturiert. Aber der Smart Sam ist natürlich ein Reifen, der schon lange im Markt ist und für uns immer auch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich kann ihn gut auf der Straße fahren, ich kann ihn gut auf Waldwegen, aber auch, sage ich mal, auf Trails oder etwas loserem Untergrund ist die Einsatzmöglichkeit sehr, sehr breit gesteckt. Das dient auch bei einem Hardtail oder ist eigentlich auch genau das passende Produkt. Klar kann man hier mit einem Nobby Nick, also mit einem etwas grobstolligen Reifen auch arbeiten, sehen wir aber deutlich mehr im vollgefederten Segment dann halt auch. Jetzt siehst du den Bosch Performance CX, die eierlegende Wollmilchsau, oft sparen ja die Hersteller dabei, weil der kostet im EK einige 100 Euro mehr. Also er ist fast doppelt so teuer wie der günstigste Bosch-Motor. Ja, also man muss immer dazu sagen, es gibt nur das Einstiegsmodell, das Reaction Performance, was auch den namentlichen Performance-Motor drin hat. Ab dem One-Modell haben wir nur Performance-CX-Motoren. Das heißt, Cube stattet seine Räder eigentlich meist immer schon mit den Top-Versionen aus. Sicherlich für die Einstiegspreislage braucht man das, aber alle Stereos beispielsweise kommen immer grundlegend mit Performance-CX-Antrieben raus. Und auch hier klar, das neue Smart System, dementsprechend in der Kombination mit dem neuen Remote und dem Kiox-Display. Besonderheit natürlich dann halt auch, oder was heißt, die größte Kapazität mit 750 Wattstunden. 750, überleg mal. Alles hat begonnen mal mit 400, 350 gab es mal, 400 Wattstunden, dann kam irgendwann 500, dann kamen 625 und jetzt 750. Das Ganze ist aber nicht kleiner geworden, sondern es ist ein bisschen in die Länge gewachsen. So, du hast jetzt einen riesen Akku drin, zeig mal bitte. Das fängt an beim Deckel, der wurde neu konzipiert. Genau, der Deckel ist im Prinzip das Besondere, der Druckknopf einfach. Ich drücke hier rein und kann das Cover direkt abziehen. Also es gab Videos, kannst du dich noch daran erinnern? Da haben wir Running Gag, jedes Video haben wir vorher dreimal geübt, ob wir auch den Deckel abkriegen. Das ist absolute Vergangenheit, oder? Ja, das mit dem viel Üben, das hast du ja beim Kai gemacht, das war nicht bei uns. Nein, also Spaß beiseite. Im Endeffekt ist es wirklich so, die Covers sind wirklich gut. Also da ist, glaube ich, auch ein Bauteil, was aus dem Automobilsektor einfach kommt. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es ist kein Produkt, was jetzt Cube selber entwickelt hat. Der Mechanismus funktioniert super einfach. Wir sehen das jetzt auch bei dem neuen jetzt muss ich überlegen, beim neuen Genius von Scott. Auch da verwendet man diesen Druckknopf, weil er einfach top funktioniert. Es ist ein sauberes Einrasten und das sollte es eigentlich auch bei diesen Preissegmenten sein und nicht irgendeine Fummelei oder ähnliches. Aber das Thema Cover ist für viele Hersteller gar keine einfache Hürde. Ja, denn es fängt wirklich bei dem Thema an, wenn du dann versuchst hast, mal den Akku auszubauen, weil du den doch zu Hause laden willst oder ihm im Transport rausnimmst. Das ist ja je nach Bundesland wird das verlangt, dass diese Akkus auf dem Heckträger abgenommen werden. Dann ist man da am Fummeln. Vielleicht eine Besonderheit, dieser Raw-Look, der fast mich eben noch hätte deuten lassen, dass dieser Rahmen unlackiert ist, vielleicht nur mit einem Klarlack der Alu. Das ist schon ein absoluter Hingucker. Also die Optik, Lieferbarkeit bei solchen schicken Rädern mit dem Silber und der Optik, diesem auch Reifen, der ja zwei verschiedene Farben hat. Das Ganze fixt die Leute schon ziemlich an. Hast du den überhaupt noch im Laden stehen, hier das Modell? Ja, wir haben es jetzt gerade aus dem Laden geholt. Glücklicherweise haben wir jetzt auch ein paar Reaction, Stereos, Kathmandus, New Rides. Also verschiedene Segmente haben wir mittlerweile lieferbar. Einfach natürlich halt auch dem geschuldet, dass Cube wirklich sehr, sehr gut auch zurzeit produzieren kann. Das ist bei anderen Herstellern immer noch nicht der Fall. Und von daher freut es uns natürlich halt auch, die Räder zeigen zu können, den Kunden eine Probefahrt machen zu lassen und nicht ihm zu sagen, ja, können sie haben, aber dauert halt 6 Monate. Also ich will das nicht pauschalisieren, aber
Es kommt halt immer ganz drauf an. Und sehr überraschend ist halt auch wirklich, dass die Nachfrage wirklich sehr, sehr hoch ist. So, was kann ich denn hier alles nachrüsten? Kann ich die verstellbare Sattelstütze, kann ich die später nochmal nachrüsten bei euch? Ja klar, also auch dahingehend können wir jetzt vielleicht mal das Tool zeigen, was Cube hier anbietet. Wir haben ja eine eigens entwickelte Sattelklemme. Könnte man jetzt sagen, na gut, die gibt es auch irgendwo in Taiwan aus dem Regal. Aber sie kann halt Folgendes. Also hier ist ja immer der Faktor, A, kann ich es direkt aufmachen und dann ist der Sattel vielleicht geklaut. Ich kann dieses Bauteil aber abnehmen. Und wie man hier natürlich halt auch sieht, habe ich einen Imbus, einen 6-Innenkant-Schlüssel, mit dem ich dann... Sag mal, das fällt im Feld nicht ab, wenn ich fahre. Nein, wir haben hier... Warte, ich guck mal. Wir haben hier einen Widerstand, einen Nut, genau. Und das heißt, der rastet. Du hörst es auch? Ein. Ja. Nochmal. Sag mal, Wenn ich hier jetzt dagegen drücke, da passiert nichts. Natürlich mit Gewalt ziehe ich ihn natürlich schon ab. Ne? Und es wird eigentlich so gemacht, dass wir ihn schön an die Seite anschmiegen und somit liegt er also auch nicht in dem Bereich vom Bein oder ähnliches oder stört dann halt auch. So ist es komplett gesichert, es kann nicht geklaut werden, es sei denn, ich habe natürlich ein Werkzeug dabei, dient aber im Endeffekt auch dazu, jetzt haben wir hier eine Schnellspannachse, da entfällt es, aber ich kann das Ganze halt auch über die Hinterradachse machen. Ach, da haben die zufällig den gleichen und diese dann darüber lösen. Stark. Genau. Das heißt, ich habe zwei Sachen gelockt. Einmal das Hinterrad, damit also der schnelle Dieb, sage ich mal, der sagt, ich habe kein Werkzeug dabei und ich brauche vielleicht noch ein, was ist hier, 27,5? Oder? Hier haben wir 29. 29 Zoll Rad hätte ich gern noch. Dann brauchst du zumindest ein Werkzeug mit dabei und das ist oft das entscheidende Quäntchen, dass ich danach noch einen Sattel habe und ein Hinterrad, oder? Ja, durchaus. Also aber dann kein Vorderrad mehr. Genau, also ich finde das Tool wirklich sehr, sehr interessant. Ich hatte es damals im Showroom schon gesehen, da war es aber noch aus dem 3D-Drucker, da durfte es auch nichts anfassen oder probieren oder ähnliches. Ich muss sagen, das ist wirklich gut umgesetzt, das ist eine schicke Geschichte. Bei vielen Rädern bei uns, die im Ladenlokal stehen, haben wir das Teil demontiert, weil wir natürlich auch vermeiden wollen, dass hier die Besitzer nicht den richtigen Weg finden irgendwo. Also von daher finde ich diese Innovation hier, es mag jetzt keine Rieseninnovation sein, aber es ist eine tolle Lösung im Endeffekt. Zu deiner Ausgangsfrage, Ausstattung, es ist alles nachrüstbar, Ständer, Gepäckträger, Schutzblech, Beleuchtung. Du siehst ja hier auch die passenden Aufnahmen für die Gepäckträgeraufnahme. Das heißt, der Gepäckträger ist direkt geführt. Das ist ein Originalgepäckträger, der passt. Das ist ein Originalgepäckträger, der eine passende Führung hat. Du kannst es vorstellen, wenn du auf die andere Seite jetzt mal filmst oder je nachdem, hier wo mein Finger reingeht, wäre genau der Gepäckträger und der kann dann auch nicht mehr nach vorn oder nach hinten sich verdrehen, weil er hier direkt drüber geführt wird. Und das sind halt so kleine Feinheiten. Hier ist die Aufnahme dann halt auch für das Schutzblech, wo man sich wirklich viele Gedanken gemacht hat. Das gleiche hier unten, auch da wird es dann nochmal verschraubt. Also muss man wirklich sagen, schon gut gemacht. Die AWL-Gabel von Fox ist natürlich das passende Pendant dort dazu, weil sie auch die verschiedenen Aufnahmen für Schutzbleche, Lowrider oder ähnliches hat und somit auch in die Reaction-Serie extrem gut integriert. Also eine Fox-Federgabel, AWL heißt sie, ist die Summe aller Teile, weil die Leute immer so schnell dann uns verurteilen, wenn wir über ein integriertes Werkzeug reden, eine halbe Stunde lang und sagen, das ist jetzt die große Innovation bei dem Fahrzeug hier. Nein, es ist die Gesamtheit von allem. So, wenn ich das jetzt mal zusammenbreche, Bosch CX Performance CX, Best 3, Kiox Display, dann habe ich den großen Akku mit dabei, dann bin ich schon allein mit den drei Sachen schon bei 1300, 1400 Euro ungefähr. Ja, ich kann es gar nicht jetzt genau in Zahlen fassen, aber egal wie, Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir. Ich kann die Teile nicht einzeln kaufen und das billiger zusammenbauen. Nein, du wirst keinen Bosch-Motor kriegen. Da wird es im Endeffekt schon dran scheitern. Bosch-Motor bekommst du nur immer im Austausch. Es gibt vereinzelt Motoren, ja, im Markt, wer weiß, wo die auch immer herkommen. Aber im Endeffekt ist es einfach so, du bekommst doch keinen einzelnen Rahmen bei Cube. Es ist ein Garantiefall, dann bekommst du was in der Richtung. Nein, wenn ich jetzt einmal einen Rahmen kaufe, aber es gibt ja auch viele, die sagen, hey, ich will ein E-Bike haben, habe ich gesehen, gibt es jetzt Nachrüstmotoren, sogar Mittelmotoren mit allem drum und dran. Das hier ist ein in sich absolut geschlossenes System, was probiert wurde ohne Ende. Das fährt, das funktioniert. Und für rund 4.000 Euro kannst du die Diskussion nach wie vor noch nachvollziehen, dass Leute sagen, das ist ganz schön viel Geld für ein Fahrrad.
Klar, ist ja auch viel Geld. Also steht außer Frage. Trotz, dass ich jeden Tag damit zu tun habe oder natürlich halt auch sage, gewisse Preislagen sind Standardpreislagen. Wenn ich sage, ein E-Bike kostet im Schnitt 3.500 bis 4.000 Euro und an jemand anderes, der da unbedarft dran geht, sagt, Mensch, also für ein Fahrrad ist aber viel zu viel Geld oder dafür kaufe ich mir ein gebrauchtes Motorrad, kann ich immer in jeglicher Form nachvollziehen. Wir haben ja mittlerweile Preislagen. Ich habe heute mal ein paar Videos geschaut gehabt. Da ist ja auch ein bisschen der Tenor immer, wie deine Aufmachung ist zu den Videos, was Preislagen, was Schnapper oder wie auch immer sind. Das ist alles relativ. Es ist alles relativ. Also von daher gehend Räder zu zeigen, die 10.000 Euro kosten, sind jetzt, sage ich mal, für unsere Branche kein Hindernis mehr. Vorher hast du gesagt, da kriege ich mal... Ach du meinst das Lastenrad, wo ich gesagt habe, nur 9.400 Euro. Ja. Aber das ist so, das sind teilweise auch diese Aufreger, die wir extra provozieren, damit die Leute dann noch ein bisschen mehr gucken, weil das Fahrrad ist wirklich in der Mitte angekommen als Sportgerät, aber auch als Alltagsgerät für die nächsten 10 Jahre. Und dann spielt ja noch eine ganz dicke Sache immer noch der Werterhalt. Also du fährst so ein Fahrrad hier 4.000 Euro, dann hast du keinen Bock mehr nach 3-4 Jahren, verkaufst es und kriegst sage und schreibe noch 2.000 Euro dafür. Das ist also für so ein Rad von Cube jetzt nicht ungewöhnlich mit dem Bosch CX und so. Nee, also das hatten wir ja gerade auch in den letzten 2 Jahren gesehen. Die Wertstabilität ist unheimlich hoch. Die Gebrauchtradpreise sind explodiert in gewisser Art und Form, weil es natürlich keine neuen Räder gab. Das relativiert sich jetzt wieder so ein bisschen, weil natürlich der Markt oder auch die Händler deutlich mehr Ware wieder an Lager haben, aber dahingehend auch nicht in allen Bereichen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt alle Stereos, alle Reactions an Lager in allen Größen, Farben, Formen. Das ist bei weitem noch nicht so. Aber wir sind wieder auf einem guten Weg, in ein normales Verhältnis natürlich halt auch dort zu tauchen. Und das ist übrigens auch in der Nutzung so, muss man sagen. Also wir haben mittlerweile wieder ein saisonales Geschäft. Also es ist spürbar gewesen im November, Dezember. War auch vorher immer so, dass ich sag mal, es gab mal Monate, wo man mal Urlaub machen konnte. Die gab es ja die letzten Jahre nicht. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Viele haben dann auch wahnsinnige Vorzeichen gesetzt, haben gesagt, jetzt geht der Markt zu Ende, der Boom ist vorbei. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube einfach nur, dass es auch mal Monate gibt, wo eben keine Fahrräder gekauft werden. Das sind halt die kalten Monate, oder? Also oder weniger. Oder keine mehr gekauft werden, jetzt überspitzt gesagt gehabt, gibt es gar nicht mehr. Also wir reden ja immer von Saison, ab März geht's los, wenn das Wetter schön wird. Sehen wir aktuell gar nicht. Der Januar war Wahnsinn. Also wir waren selber extrem überrascht über die Nachfrage natürlich halt auch, egal in welchem Segment, ob es ein Kinderrad ist, ob es eine High-End-Mountainbike-Maschine ist, ob es mit Motor ist oder ohne, ganz egal. Natürlich ist der E-Bike-Sektor immer noch der Bereich, der es deutlich antreibt. Vor allen Dingen wird das extrem gepusht durch das Thema Leasing. Wir sehen immer mehr Unternehmen, die auf das Thema Leasing umsteigen. Klär mich mal auf, was ist das? Ja, Leasing ist eigentlich das, was über den Arbeitgeber erfolgt. Der Vorteil für den Arbeitnehmer ist dann schlussendlich, dass er hier auch ein gewisses Sparpotenzial hat, um nämlich genau bis zu 40%. 40% kann ich sparen? Das Ganze läuft über eine Lohngeldumwandlung. Bedeutet dementsprechend, dass du einen geringeren Teil für das Rad halt auch zahlst, was es eigentlich grundlegend kostet. Berechnet sich so ein bisschen danach, wie in welcher Steuerklasse du natürlich halt auch bist. Ich drücke es immer so ein bisschen so aus, der viel Steuern zahlt, der spart halt auch viele Steuern. Deswegen auch bis zu 40%. Also die Bandbreite ist da relativ groß. Es gibt vielleicht den manch einen oder anderen, der spart in Anführungszeichen nur 5 bis 10%. Also nochmal, wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, ich zahle Steuern aktiv, gilt es auch für Rentner, weißt du das? Nein, für Rentner geht es nicht. Du musst immer in einem Arbeitsverhältnis sein und das Arbeitsverhältnis muss immer mindestens noch 36 Monate gelten. Und Beamter? Geht mittlerweile auch. Also wir haben jetzt bei uns die Nachbargemeinde in Riegelsberg, Eusweiler dementsprechend, starten jetzt auch mit dem Thema Leasing. St. Wendel ist jetzt hier auch gestartet mit dem Thema Leasing. Also selbst auch da waren ja immer die Hürden groß. Ist es halt auch dort so, dass es immer mehr wird. Wir haben Banken, wir haben Ämter. Vorher waren es ja wirklich nur reine Unternehmen. Aber es wird viel dafür getan, dass das Leasing publik wird. Und vor allen Dingen ist es ja so, die Anschaffungskosten sind ja doch sehr, sehr hoch. Das heißt, wir vergleichen das wirklich für manch einen, der vielleicht auch ein Auto immer finanzieren würde beispielsweise. Oder andere Sachen wie Fernseher oder alles, was halt wirklich... Mach mal ein Beispiel. Also das heißt, ich komme mit.
Fernseher ist jetzt ein bisschen anders. Das kann ich ja nicht vom Bruttolohn abziehen. Nein, aber das Verhältnis der Kosten. Du hast halt einfach, wenn du einen Fernseher für 4.000 € haben willst, dann musst du die Kohle halt auf den Tisch legen oder du gehst zum Elektromeier, dann kannst du es auch leasen. Aber du hast dort natürlich nicht den Vorteil, wie wir auch in dem Video schon gezeigt haben, dass du hier eine Lohngeldumwandlung hast und bis zu 40% sparst. Ich glaube, dass es viele immer noch nicht verstanden haben. Ich komme hierher, wenn du mal kurz mal bei mich kommst, sagen wir so lieb. Kommen wir bei dich. Genau, komm mal bei mir. Das Fahrrad, ich komme vorbei. Ich muss kein Geld mitbringen, vielleicht ein bisschen Trinkgeld für die Kuh, die es zusammengeschraubt hat. Ja. Dann nehme ich das Fahrrad mit, nachdem ich vorher mit meinem Arbeitgeber abgeklärt habe, dass ich es leasen kann. Der hat einen Rahmenvertrag gemacht mit einer Leasingfirma. Diese Leasingfirmen nehmen, glaube ich, die ganze Bürokratie ein bisschen weg, oder? Und finanzieren das Rad mit. Ja, genau. Also ohne die funktioniert es einfach nicht, weil da hinten dran steckt die Bank. Und nehmen wir mal das Beispiel Jobrad. Jobrad ist ja Pionier in diesem Segment. Die haben das mit involviert, dass im Prinzip das Fahrrad auch wie ein Dienstwagen behandelt wird, nur mit dem Unterschied der Lohngeldumwandlung oder dass es auch so akzeptiert wird. Und in dem Fall ist es so, es sind über die vergangenen 10 Jahre deutlich mehr Anbieter geworden. Also wir haben jetzt knapp 20 Anbieter bei uns im Portfolio. Ich würde behaupten, es gibt über 100, zum Teil welche, die ich gar nicht kenne, Personaldienstleister oder ähnliches. Es steckt immer eine Bank hinten dran und es steckt eine Versicherung mit dabei. Weil das Produkt muss versichert sein, sonst sagt die Bank, naja gut, wenn es weg ist, ist die Kohle halt auch weg. Diebstahl oder ähnliches. Bedeutet auch, jedes Leasingfahrzeug ist gegen Diebstahl geschützt. Voraussetzung ist meist, dass der Kunde ein Schloss nimmt, in der Regel von 50 €. Und das kann man auch gleich mitleasen. Das kann man gleich mitleasen. Inspektionen oder auch ein Full-Service. Full-Service bedeutet, dass auch Verschleißteile mit integriert sind. Da gibt es bei den verschiedenen Anbietern verschiedene Pakete. Und in dem Sinne wird das immer mehr und für den Endkunden auch deutlich attraktiver. Er muss nicht diesen großen Geldbetrag auf die Theke legen. Die Alternative für ihn ist eigentlich nur noch die Finanzierung. Aber dann zahlt er auch die komplette Summe plus gegebenenfalls halt auch Zinsen. Was ich jetzt immer nicht verstanden habe, das heißt, ich komme zu dir, nehme das Fahrrad mit. Auf der nächsten Lohnabrechnung gibt es dann eine Zeile, die heißt dann Bike Leasing. Und da wird mir das aber nicht vom Nettolohn, also vom versteuerten Lohn abgezogen, sondern tatsächlich vom Bruttolohn. Vom Bruttolohn, genau. Und das Endergebnis ist natürlich dann, ich sage jetzt mal, wenn du 100 € brutto abgezogen bekommst, dann zahlst du netto vielleicht effektiv nur 60. Also hast du eine Ersparnis von 40%. Aber die Bundesregierung hat doch dadurch jetzt einen riesen Steuerverlust und kann doch eventuell dann Kindergärten und so nicht mehr bauen und so. Das ist schon abgestimmt mit der Bundesregierung. Ja klar. Die wollen das. Die wollen das und im Endeffekt ist es ja auch mal gut, dass man was dafür tut. Wir wollen ja auch mehr Fahrräder auf den Straßen. Thema Automobil, Umwelt etc. Spielt das schon eine große Rolle. Und sage ich mal, die Automobilhersteller oder ähnliches, ob Abwrackprämie und alles, was wir in den vergangenen Jahren hatten, wurden ja auch mit subventioniert. Und jetzt, warum soll das nicht auch beim Fahrrad sein? Hast du ein Handy dabei? Habe ich. So, hol's mal raus. Geh mal auf Jobbike. Gibt's irgendwo einen Kalkulator, wo ich mal was eingeben kann? Also jetzt ist ja hier das Fahrrad kostet 4.099 €. Die Pedale sind auch schon dabei. Ist das der Preis, den ich dann auch anrechnen kann bei der Leasing oder zahle ich da mehr? Nein, das ist der Betrag, den wir im Endeffekt dort anrechnen. Im Endeffekt ist auch der Betrag mit relevant, also der UVP ist relevant für die Versteuerung, in dem Fall 0,25%. 0,25 bedeutet? Ein elektrisches Fahrzeug. Also 0,25 bedeutet, ich muss 40 €, 10 € im Monat versteuern. Das heißt, ungefähr 6 € kostet mich das Fahrrad dafür, dass ich es nur privat oder privat nutzen kann. Richtig. Ungefähr, also Pi mal Daumen. Ja. Also bei einem Steuersatz von 40%. So, du bist auf einer Seite drauf. Jobrad heißt es zum Beispiel. Bei Jobrad, jetzt gucke ich mal gerade, ob hier auch der Rechner zu sehen ist. Der Kalkulator. Ist es so am Ende der 36 Monate, meistens läuft es über 36, korrekt? Immer 36, ja. Immer 36 Monate, kann ich das Fahrrad ja kaufen zu einem Übernahmepreis von 15 bis 20%. Lege ich auf den Tisch und dann ist es meins, korrekt? Korrekt. So. Und dann hat es wahrscheinlich mehr Wert nach 36 Monaten, so ein schönes Cube mit Bosch CX und allem drum und dran, als 15 bis 20%. Definitiv, weil ich sag mal, nach 3 Jahren, wenn du das aufs Auto umlegen würdest, da sind ja die Durchschnittspreise ja auch deutlich höher,
Sonst würde ja jeder auch sein Auto übernehmen nach einem Leasing. Also hier ist es wirklich so, es lohnt sich, das Rad auch zu übernehmen. Meistens ist es so, dass es in der Familie, im Bekanntenkreis meist schon weiterverkauft wird. Die vielen sind Wiederholungstäter oder die meisten sind Wiederholungstäter und nehmen sich ein neues Rad. Also wir reden da zwischen 400 und 600 Euro Schlussrate quasi, die ich dann übernehme. Dann habe wir können das mal im Endeffekt berechnen. Ich habe jetzt einfach mal 3.749 Euro genommen. Wir haben ein Brutto-Monatsentgelt von 3.000 Euro. Wählen jetzt von mir aus mal Steuerklasse. Was willst du? Mal 1. 1 haben wir schon. Und dann berechnen wir das einfach mal. So, das heißt, die relative Ersparnis sind 29, stimmt das? 0,64, also rund 30%. Und die tatsächliche Netto, krass, überleg mal, du hast eine Bruttobelastung von über 100 Euro und die tatsächliche Nettobelastung sind 66,39 Euro. Ich zahle 66 Euro für das Fahrrad mal 36, muss kein Geld mitbringen. Kriegst vom Lohn brutto abgezogen. Das heißt, netto kostet mich das Fahrrad 66 Euro bei Steuerklasse 1. Korrekt. Steuerklasse 5 habe ich gerade mal gerechnet, sind wir bei 37,68%. Krass. Und das wäre der schlimmste Fall. Also je mehr Steuern ich zahle, das heißt, wenn ich zum Beispiel sowieso schon in der Progression hoch bin, ist das eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade mal durchgespielt, Steuerklasse 3, damit vielleicht jeder mal seine Steuerklasse halt auch hat, haben wir 22,8%. Natürlich ist ja in der Steuerklasse weniger Steuern zu zahlen. Wir machen die 4 noch mit dabei, dann sind wir bei 29,64%. Also ist schon durchaus ein sehr interessantes. Ja, und dazu kommt ja noch, ich zahle keine Zinsen. Das heißt, es ist ja quasi zinsfrei. Und gut, am Ende zahle ich ja diese 15-20%. Das war am Anfang sogar noch billiger, aber da hat der Gesetzgeber irgendwann mal gesagt, die Dinger sind mehr wert und hat so einen Mindestpreis festgelegt. Ich glaube, den müssen die auch verlangen, oder? Es waren 10% im Start bei Jobrad gewesen. Die oberste Finanzbehörde hat das dann mal hochgesetzt auf, ich glaube, 40-50%. Da hat aber auch Jobrad sehr gut mit interveniert und das mal klargelegt, wie das aussieht. Also sie sind schon absoluter Pionier in dem Sektor, aber natürlich da, wo ein Markt entsteht, entsteht Wettbewerb. Nur das Modell ist definitiv interessant, auch für Arbeitgeber, die natürlich Fachkräfte brauchen, was heute wichtig ist, und nur das Gehalt alleine macht es heute natürlich auch nicht mehr aus. Und das ist natürlich auch ein Produkt, wo jeder Spaß dran hat und wo man auch als Arbeitgeber sagen kann, okay, die Möglichkeit biete ich meinen Mitarbeitern ebenso. Weil es geht nur über den Arbeitgeber. Wo ich den Arbeitgeber ansprechen, ihr habt über 15 Leasingfirmen, die mittlerweile mit euch kooperieren und ihr kriegt das bei jedem Arbeitgeber hin. Sollte der Arbeitgeber noch keinen Rahmenvertrag haben, der kostet nichts, das dauert ein bisschen, bis der eingerichtet ist. Im Regelfall, glaube 3 Wochen bis 2 Monate ungefähr. Ja, je nachdem, ich kann es aktuell gar nicht sagen, wie die Zeit ist, aber ich würde mal behaupten, 2 bis 6 Wochen in dem Dreh. Ist immer saisonal abhängig irgendwo, aber wir sehen vor allen Dingen in der Herbst- und Winterzeit kommen sehr, sehr viele Unternehmen mit dabei, damit sie natürlich auch für das Frühjahr ihren Mitarbeitern das Gesamte dann halt auch anbieten können. Gerade auf die Uhr guckst, wie spät ist es? 3:45. Wir können noch ein bisschen drehen. Also, Cube, wie heißt das Ding? Cube Reaction Hybrid SLX. Was auch immer. 4.099 Euro will ich haben. Farbe gefällt mir. Dieses Brushed finde ich cool. Ich würde es auch leasen. Bin da angestellt bei meiner Frau. Weißt du, die habe ich ja ganz sicher einen Arbeitgeber. Müsst ihr mal fragen, ob sie das mitmacht. Und dann wird es brutto wie netto vom Lohn abgezogen. Ja, aber viele können es auch, viele Unternehmer, die vielleicht das Geld haben, können es auch einfach so bezahlen und können es einfach als Firmenfahrzeug absetzen. Wissen viele auch nicht. Also das ist genau das Gleiche, oder? Ja, kommt immer natürlich darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Ja, wenn ich selber Unternehmer bin. Ja, im Zweifel natürlich ist es ja immer eine Frage, ob es Sinn macht halt auch für das Unternehmen. Das ist ja mal die grundsätzliche steuerliche Aspekt, den man sehen muss. So ein Cube immer. Ja, immer. Fahrräder gehen sowieso immer in einem Unternehmen. So, danke fürs Einschalten. Wir sind bei WeCycle und das Ganze hat er sich überlegt, weil er war damals schon ein sehr nachhaltiger Mensch und hat viel recycelt und hat gesagt, ja, WeCycle, das passt da auch da rein. Und das Ganze gibt es in Riegelsberg und in St. Wendel und im Internet, dieses neuartige Internet, da hast du einen riesen Shop drin. Da findet man wirklich hunderte von Fahrrädern, die sofort lieferbar sind und man kann jetzt neuerdings bestellen. Genau. Also auch Räder, die du noch nicht hast, ja. Das war ja vorher mal die Aussage. Wir haben nur Räder, die sofort da sind. Das sind aber Räder, wo du weißt, die kommen auch. Du weißt aber nicht genau wann.
Genau, also doch, wir wissen den Termin schon. Also alles, was bei uns mit Gelb oder Orange hinterlegt ist, hat einen Liefertermin. Und das ist der Termin, von dem wir eigentlich jetzt aktuell mal ausgehen, was der Hersteller uns übermittelt. Im aktuellen Fall bei Cube, sage ich immer wieder, gibt es keine gelbe Ampel. Alle Räder, die geplant sind den einzelnen Händlern zugeteilt. Es gibt keine freie Kontingente mehr, aber wir haben viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, ich habe schon bei 5 Händlern angefragt, lohnt es sich auch vielleicht nochmal bei uns sich zu melden und wir gucken mal, was wir tun können. Ja, 9. Februar und liebe Fachhändler, schaut auch unser neues Spezial wieder zum Thema Unterschlagung von Fahrrädern auf der Probefahrt, ja, vom 9. Februar 2023. Da gibt es wichtige Hinweise mit einem Täter und einem Tattoo hinter dem Ohr. Tschüss. Ciao.